Machst du dein Bärlauch-Pesto-Glas randvoll, platzt es im Gefrierfach. Aber das ist nicht die einzige Gefahr für deine Frühlingsernte. Denn der intensive Geschmack zerfällt schon bei Raumtemperatur. Deshalb musst du schnell handeln, um das Aroma zu retten. Doch wie rettest du die Ernte am besten in den Tiefkühler? Bärlauch wächst nur kurz. Sobald er blüht, stirbt das Aroma. Deshalb haben wir oft riesige Mengen, die gerettet werden müssen. Die beste Lösung: portionsweises Einfrieren in Eiswürfelformen. Aber fülle die Fächer niemals bis zum Rand auf. Warum? Weil sich die feuchte Paste bei Minusgraden stark ausdehnt. Ein oft unterschätztes Risiko schlummert in der Ölkräutermischung. Wer unsauber arbeitet, züchtet im Glas gefährliche Bakterien. Sie vermehren sich rasant, noch bevor die Masse durchgefroren ist. Deshalb müssen Gläser und Löffel zwingend sterilisiert werden. Doch selbst im saubersten Glas droht eine kulinarische Katastrophe. Lass Käse und Nüsse beim Einfrieren unbedingt komplett weg. Sonst wird die Soße nach dem Auftauen matschig und schmeckt alt. Friere stattdessen immer nur ein reines Basispesto ein. Den frischen Parmesan reibst du erst kurz vor dem Essen darüber. Aber im Gefrierfach wartet schon der nächste Schreckmoment auf dich. Wenn dein Pesto im Eis plötzlich milchig und hart wird, keine Panik. Viele halten das für Schimmel und werfen ihr wertvolles Pesto weg. Dabei flockt hochwertiges Olivenöl bei Minusgraden einfach nur aus. Kurz vor dem Essen bei Zimmertemperatur wird das Öl wieder klar. Apropos Optik: Wie verhinderst du, dass dein Pesto braun wird? Die Kälte raubt dem Bärlauch nicht seine leuchtend grüne Farbe. Schuld sind Enzyme, die an der Luft sofort mit Sauerstoff reagieren. Ein Spritzer Zitronensaft im Mixer stoppt diesen Prozess sofort. So bleibt deine Paste im ewigen Eis unverschämt grün. Doch der schlimmste Fehler passiert oft erst beim Auftauen. Wer das gefrorene Pesto in die Mikrowelle stellt, zerstört alles. Plötzliche Hitze tötet die feinen Aromen in Sekunden ab. Auch ein heißes Wasserbad ruiniert die konservierte Frische. Taue die Würfel stattdessen langsam über Nacht im Kühlschrank auf. Oder du kennst den ultimativen Geheimtrick für eilige Pasta-Fans. Mische den Würfel direkt unter die abgegossenen warmen Nudeln. Ihre sanfte Resthitze schmilzt ihn, ohne die Aromen zu zerstören. Ein rein pflanzliches Basispesto hält sich so bis zu 12 Monate. Genau so lange, bis im Wald endlich wieder frischer Bärlauch wächst. Frierst du Pesto lieber ein oder machst du es im Glas haltbar? Wir sollen mehr solcher Videos machen? Dann freuen wir uns über dein Like und dein Abo.